Freunde, ich muss euch ein Geständnis machen. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Mariah Carey, ich liebe Wham und ich liebe den ganzen Kitsch und das Klimbim zwischen den Jahren. Und naja, wo wir gerade von Kitsch und Klimbim sprechen, das hier gehört natürlich auch irgendwie dazu. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Eine herrlich romantische Schmonzette aus dem Jahr 1973, basierend auf dem Aschenputtel-Märchen der Gebrüder Grimm. Dieser Film läuft jedes Jahr unzählige Male im Fernsehen, holt jedes Mal wahnsinnige Einschaltquoten und der Hype scheint auch fast 50 Jahre später einfach kein Ende zu nehmen. In diesem Jahr allerdings wird alles ein kleines bisschen anders. In diesem Jahr könnt ihr euch nämlich nicht nur 180 Mal den Film im Fernsehen angucken, nein, in diesem Jahr erfahrt ihr auch, wo dieser Film eigentlich gedreht worden ist. Zeit für eine neue Filmsafari. Es ist mitten in der Nacht und ich bin gerade in meinem Hotelzimmer angekommen. Ja, richtig gehört. Hotelzimmer werden bei dieser Drehorttour eine ziemlich große Rolle spielen. Genauso wie sehr lange Autofahrten. Und eigentlich werde ich das ganze Wochenende für diese Drehorttour unterwegs sein. Und ja, das hier ist der Grund. Es gibt im Film ja 2 Hauptschauplätze. Der eine ist das Schloss des Prinzen, hier im Bild zu sehen. Der andere ist die Burg der Stiefmutter, da wo auch Aschenbrödel haust. Und im Film sieht das ja so aus, als könnte man einfach so mit dem Pferd von dem einen Schloss zum anderen rüberreiten. In der Realität allerdings sieht das ein bisschen anders aus. Tja, tatsächlich ist es so, dass zwischen beiden Schauplätzen dieses Films satte 300 Kilometer liegen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch heute beide zu zeigen. Und da sind wir auch schon an unserem ersten Drehort für heute, das Schloss Moritzburg, ganz in der Nähe von Dresden, ein Jagdschloss aus dem 16. Jahrhundert und seit 1973 besser bekannt als das Schloss des Prinzen aus 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das Schloss wurde ursprünglich von Herzog Moritz von Sachsen errichtet. Später gehörte es dann dem Kurfürsten August der Starke. Das heutige Erscheinungsbild des Gebäudes stammt weitestgehend aus dem Jahre 1723. Da wurde das Schloss groß umgebaut. Auch Tiergehege und großflächige Teiche wurden zu dieser Zeit angelegt. Umgeben ist das Schloss von einem riesigen Schlosspark, der allerdings nie richtig vollendet wurde, weil August der Starke vorzeitig starb. Als Drehort wurde das Schloss Moritzburg schon häufiger genutzt, beispielsweise 1971 für den Film Sechse kommen durch die Welt und auch die etwas weniger legendäre Aschenputtel-Version aus dem Jahre 1989 wurde hier gedreht. 2004 diente das Schloss dann als Kulisse für die Liebeskomödie Eine Prinzessin zum Verlieben. So, und das hier sind die wichtigen Szenen, die hier gedreht worden sind am Schloss Moritzburg. Das ist die Szene, wo Aschenbrödel heimlich verschwindet und zum Ball des Prinzen reitet. Und wir können ja mal versuchen, den Weg von Aschenbrödel so ein bisschen nachzuzeichnen und mal zu gucken, ob das eigentlich alles so Sinn macht, was man uns da damals gezeigt hat. Wir sehen hier eine Szene immer, ist wie Aschenbrödel und später auch der Prinz immer über so eine Balustrade reiten. Ne? Man sieht das auch in dieser Einstellung hier. Und wir sehen hier, dass Aschenbrödel dann unten an so einer Treppe ankommt, die dann hochgeht. Das ist auch die bekannte Treppe, wo sie dann später ihren Schuh verliert. Hier dann vor dem Schloss steht, ganz erstaunt ist, wie mächtig das aussieht und sich dann entschließt, einmal durchs Fenster zu gucken und zu sehen, wow, die tanzen da alle. Geht wieder zurück und
macht dann das große Spiel, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, und geht dann tatsächlich auf den Ball. Wollen wir doch mal schauen, wo das gefilmt worden ist. So, hier haben wir die Szene, wo Aschenbrödel zum Schloss hinreitet. Über dieses Geländer reitet sie da. Und das ist auf jeden Fall von hier gefilmt worden. Man sieht hier links auf dieser Szene, sieht man links so einen spitzen Kirchturm. Das ist unser Orientierungspunkt. Da, hier auf der Seite gibt es auch nochmal so ein rundes Türmchen, aber da ist eben nicht dieser spitze Turm daneben. Das heißt, das ist auf jeden Fall von hier gefilmt worden. Wir sehen hier diesen runden Turm mit diesem kleinen Turm oben drauf. Wir sehen das Geländer, was auch noch ziemlich originalgetreu aussieht. Wir sehen hier in Real Life ist so ein Ornament zu sehen. Das ist auf dieser Szene nicht so richtig zu sehen. Das muss aber nichts heißen. Wahrscheinlich war es auch damals da. Es sieht halt nur ein bisschen verschwommen aus. Wahrscheinlich liegt es daran. Genau, und was natürlich sein könnte, ist, dass das Schloss in den letzten Jahrzehnten mal einen neuen Anstrich bekommen hat, weil hier sieht das noch so ein ganz kleines bisschen anders aus, ne? Nicht so farbenprächtig. Das Problem, was ich allerdings mit dieser Szene hier habe und auch mit vielen weiteren, es wird nämlich immer gezeigt, dass Aschenbrödel und auch später auch der Prinz und alle reiten immer dieses Geländer entlang, hin und zurück, und das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also man kann zwar da hochreiten, das ist technisch und reiterisch möglich. Hier, guckt euch das an. So, man kann da theoretisch mit dem Pferd hochreiten, wie Aschenbrödel es auch gemacht hat, und wäre dann da oben beim Schloss. Das Problem ist aber, genau das hat Aschenbrödel gar nicht gemacht. Sie hat ihr Pferd nämlich hier unten angeleint. Also nicht da oben irgendwo, sondern halt hier unten. Und dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass sie erstmal immer oben über diese Balustrade reitet. Macht keinen Sinn. So, aber gut, glauben wir einfach mal, dass es so passiert ist. Dann versuchen wir doch mal den weiteren Weg nachzuverfolgen. Ja, das hier ist die berühmte Treppe, wo Aschenbrödel ankommt und wo sie auch später ihren Schuh verliert. Und diese Treppe ist ein absoluter Touristenanziehungspunkt, wie ihr schon seht. Also wenn ihr da ein Foto machen wollt, ja, dann kommt bitte frühzeitig an, weil die Leute stehen dort Schlange. Was man sieht, ist auf der Filmaufnahme, es sind offenbar ein paar Figuren an den Geländern hinzugekommen. Unten links am Geländer, da gab es früher irgendwie keine Figur, da ist jetzt aber eine da. Und auch oben am Geländer, wenn ihr euch das mal anschaut, auch da fehlt irgendwie im Film so eine Figur. Da ist dann inzwischen irgendwie eine hingekommen, warum auch immer. Und man sieht auch ganz klar, das Schloss hat auf jeden Fall über die Jahre mal einen neuen Anstrich bekommen. Man sieht das auch oben rechts an diesem runden Schlossturm. Da wurde auch wirklich ein bisschen mehr mit Farbe experimentiert. Das sah damals noch ganz anders aus. Ja, und es sieht auf jeden Fall alles ein kleines bisschen freundlicher und farbenfroher aus. Ansonsten aber alles ziemlich originalgetreu, wie auch damals vor fast 50 Jahren. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Und auch hier sehen wir sofort, diese Figur war damals einfach nicht da. Was ist das überhaupt? Ein Krug oder irgendwie sowas? Ja, keine Ahnung, ob das irgendwann mal rekonstruiert wurde oder so, keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall damals nicht da. Genauso übrigens auch wie das Pferd. Hier blickt sie ein letztes Mal ihr Pferd an. Das wurde von hier gefilmt. Man sieht auch die Tore da hinten. Die gibt es immer noch. Hier steigt Aschenbrödel die Treppe hinauf. Passt. Leider kein Schnee heute, sondern nur ein paar letzte Herbstblätter. Ja, und in der folgenden Szene wurde dann ziemlich getrickst. Wir sehen nämlich, wie Aschenbrödel das Schloss hinaufguckt und dann, wow, diesen wahnsinnigen Palast sieht. In Wirklichkeit kann das so nicht gewesen sein, denn wenn man die Treppe hinaufläuft, sieht man das hier und nicht den Palast in seiner vollen Pracht. Das heißt, da hat man ein kleines bisschen gefaked. Ja, tatsächlich ist es so, um diese Szene zu sehen, die Aschenbrödel da gesehen hat, müssen wir erstmal komplett um das Schloss herumlaufen. Wir laufen hier einmal komplett um diesen runden Turm rum und landen dann hier. Und das ist der große Ausblick, den auch Aschenbrödel hatte. Tada! Und da haben wir die berühmte Szene. Ihr seht, passt haargenau. Aber natürlich haben sich ein paar kleine Sachen verändert. Erstens, es liegt kein Schnee. Zweitens, es hat sich ein kleines bisschen was am Anstrich getan, auch am Anstrich der
Fenster- und Türläden, nennt man das so. Die sind heute braun. Früher waren die offenbar weiß gestrichen. Sieht zumindest hier auf dieser Szene so aus. Genau, aber wenn ihr euch mal hier den Eingang so anguckt, der ist definitiv originalgetreu noch erhalten. Wir sehen da oben dieses Symbol, dieses königliche Symbol, diese Krone. Die ist auch heute noch hier zu sehen. Wir sehen hier wirklich, guckt euch mal so ein bisschen die Wände dieses Schlosses an. Das ist hier wirklich ziemlich verranzt, 1973. Ne? Bisschen dreckig, bisschen schmuddelig. Heute natürlich völlig anders. Guckt euch das mal an, wie das strahlt, dieses Schloss. Aschenbrödel guckt wieder einmal geschockt auf dieses wunderschöne Schloss. Und bei dieser Szene hat man tatsächlich nicht gefaked, glaube ich. Denn die muss von hier gefilmt worden sein. Hier sieht man links diesen, ich wollte fast sagen Pömpel. Aber, nee, warte, das kann doch nicht sein. Nee, doch, hier hat man doch was gefaked. Guck mal links. Das ist ein ganz anderer, oder? Der ist so spitz. Ja, natürlich. Und hinten ist der See im Hintergrund. Ja, klar. Natürlich, hier hat man auch gefaked. Das ist nicht von hier gefilmt worden. Das ist von der Treppe gefilmt worden. Leute, glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich verarschen? Nein, das könnt ihr nicht. Hier geht Aschenbrödel aufs Schloss zu. Die Wachen begutachten sie. Und das ist hier gefilmt worden. Hier sehen wir das Fenster. Moment einmal. Ja, auch an dieser Stelle ist mir eine kleine Ungenauigkeit aufgefallen, allerdings nicht im Film selbst, sondern in der Rekonstruktion. Hier hat man nämlich für Besucher so ein Loch gebohrt in so ein Fenster, damit man da durchgucken kann. Das ist auch eine super witzige Idee, aber nicht ganz korrekt, denn Aschenbrödel hat im Film, wie wir hier sehen, nicht durch das 4. Fenster von links geguckt, sondern durch das 3. Fenster von links. Aber das ist nicht alles, was mir hier aufgefallen ist. Auch im Film selbst wurde mal wieder massiv getrickst. Nein, in diesem Fall würde ich sogar fast sagen, es handelt sich hier um einen echten Filmfehler. Schaut euch nochmal diese Szene hier an, wo da die Wachen stehen. Die stehen links und rechts neben dem Eingang und damit auch rechts neben diesem, ich nenne es jetzt mal Terrassenfenster mit den 2 Fensterläden. Aschenbrödel allerdings geht dann, wenn sie auf das Schloss zugeht, nicht zu diesem Fenster mit den Fensterläden, sondern mindestens 2 weiter ans 3. Fenster von links. Sieht man hier keine Fensterläden da. Und was machen jetzt die Wachen? Genau, die rutschen einfach 2 Fenster weiter auf. Das ist natürlich totaler Quatsch. Gut, aber wollen wir es mal nicht ganz so genau nehmen. Es ist natürlich trotzdem eine super witzige Idee, hier so ein Loch für die Besucher zu machen. Und das passiert übrigens, wenn man dann da durchguckt. Wenn wir da jetzt gucken, dann sehen wir, aha, der Ballsaal. Klar. Ja, und ich möchte euch jetzt nicht komplett enttäuschen, aber tatsächlich ist es so, dass auch der Ballsaal hier in diesem Schloss nicht wirklich existiert. Diese Szene, wo der Prinz und Aschenbrödel und alle anderen tanzen, das wurde damals in einem Studio gefilmt. Man hat hier aber in einer Ausstellung auf Schloss Moritzburg all das nochmal für Besucher nachempfunden. Und ich würde sagen, gucken wir doch mal rein. Guckt mal, wie schön die tanzen, oder? Ja, in dieser Ausstellung ist nicht nur der Ballsaal nochmal ganz originalgetreu nachgebaut worden, sondern auch der Wald zum Beispiel, in dem Aschenbrödel den Prinzen piesackt. Aber das eigentliche Highlight ist was ganz anderes. In dieser Ausstellung findet ihr diverse Originalstücke aus dem Film. Genauer gesagt, mehr als 20 originale Kostüme und Kleider, Requisiten und Fanobjekte. Zum Beispiel auch das hier, die königliche Kutsche aus dem Gestüt Moritzburg, in der im Film der König und die Königin saßen. Ein weiteres Highlight, der originale Sattel, auf dem die Schauspielerin Liboujeja Frankova damals geritten ist. Oh, und wo wir gerade von ihr sprechen, ein extra Bereich dieser Ausstellung zeigt auch einen Einblick in die weitere Arbeit dieser Schauspielerin, denn dazu gehörte bei weitem nicht nur der Aschenbrödel-Film. Die Ausstellung gibt auch einen Einblick, wie das Märchen eigentlich in anderen Ländern angekommen ist. Zum Beispiel gibt es sehr viele norwegische Fans, man mag es kaum glauben. Und alle Räume sind wunderschön winterlich gestaltet. Es kommt also wirklich Weihnachtsstimmung auf. Kleiner Tipp, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade guckt, bevor ihr vorbeikommt, schaut bitte einmal auf der Website des Schlosses Moritzburg vorbei, ob die Ausstellung auch gerade geöffnet ist. Regulär läuft sie bis Ende Februar 2022, aber je nach Corona-Lage kann sich das natürlich auch ändern.
Jetzt waren wir im Schloss drin, jetzt geht es wieder raus aus dem Schloss, zumindest für Aschenbrödel. Hier sehen wir nochmal, sie läuft über die berühmte Treppe und hier sehen wir auch nochmal ganz deutlich, diese ganzen Skulpturen auf dem Geländer, die waren damals nicht da. Und ich habe inzwischen jetzt auch mal nachgelesen, warum das eigentlich so ist. Die wurden tatsächlich in den vergangenen Jahren für ganz viel Geld restauriert. Ja, das erklärt einiges und sieht man auch ganz deutlich hier, die sehen einfach deutlich neuer aus als diese Balustrade. Aschenbrödel verliert den Schuh, der Prinz guckt ihn verwundert an. Das wurde hier gedreht, sieht man ganz klar. Das Gebäude im Hintergrund und auch hier sind Skulpturen hinzugekommen. Da steht jetzt ein wunderschöner Vogel. Übrigens, absolutes Besucher-Highlight. Das Schloss Moritzburg hat sich nicht lumpen lassen und diesen Schuh von Aschenbrödel auch nochmal genau hier hingebaut. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch anprobieren. So, die Ballszene haben wir abschließend analysiert. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Szenen an, die sonst so hier rund um dieses Schloss gedreht worden sind. Und hier wird es ein kleines bisschen tricky, denn es sind ganz viele Szenen zu sehen. Da ist ein See, ein zugefrorener See und im Hintergrund das Schloss. Das Problem ist, da vorne ist ein See und hier auf der anderen Seite ist auch nochmal ein See. Von wo wird das wohl gefilmt? Ich fürchte, da müssen wir wieder ein bisschen Detektivarbeit leisten. Freunde, ich glaube, ich habe die Szene tatsächlich gefunden. Guckt mal hier. Tada! Sogar die Glöckchen klingeln, weil sie so begeistert sind, dass ich diese Szene gefunden habe. Guckt mal hier. Die Einstellung war eine etwas andere. Ja, ich komme jetzt nicht so ganz nah ran, aber das ist exakt die Perspektive. Und es würde mich jetzt wirklich nicht wundern, wenn das nicht tatsächlich auch derselbe Baum wäre. Der ist jetzt heute deutlich dicker, aber wenn wir jetzt hier mal gucken, guck mal hier ist links neben dem Baum tatsächlich auch links so ein kleines Häuschen zu sehen. Das ist tatsächlich auch hier. Guck mal. Also, es würde mich echt nicht wundern, wenn das exakt derselbe Baum gewesen ist. Und es hängen auch heute noch, hier, guck mal, die Äste so in den See rein. Das war auch damals schon so. Ist das nicht schön? Da hat sich wirklich nicht viel verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, der See ist definitiv nicht zugefroren. Wie haben die das damals eigentlich gemacht? Hat es da wirklich geschneit in Sachsen zu der Zeit? Oder hat man da ein bisschen gefaked? Also man munkelt, es gibt tatsächlich das Gerücht, dass sie in manchen Szenen so Fischmehl und sowas auf den Boden gelegt haben, damit es nach Schnee aussieht. Deswegen soll es auch die ganze Zeit ziemlich gestunken haben. Hier sehen wir, der Prinz und sein Kompagnon treiben Schabernack. Könnte sein, dass das von hier gefilmt worden ist. Und da hinten kommt der Diener an. Hier hinten sehen wir auch noch diese Mauer. Die sieht man auch hier auf der Szene noch im Hintergrund. Das könnte auf jeden Fall von hier gefilmt worden sein. Hier raufen und rangeln der Prinz und sein Kumpel. Das können wir jetzt leider nicht darstellen, weil sonst versinke ich gleich im tiefsten Matsch. Aber das ist definitiv dann da unten irgendwo gedreht worden mit Blick auf dieses kleine Wäldchen, was wir hier sehen und die Bäume. Und dieser Schneehaufen, den wir da sehen, das ist dieser Abhang hier gewesen, diese Böschung. Genau, so sieht das Ganze in Realität aus. Es gibt noch diverse andere Szenen, die auf diesem Weg hier gefilmt worden sind. Man sieht diesen Weg quasi andauernd in dem Film. Beispielsweise auch diese Szene hier relativ am Anfang, wo der Prinz einen Einlauf bekommt von seinem Vater. Ja, auch das wurde wahrscheinlich irgendwo hier an diesem Weg hier gedreht. Das passt durchaus auch mit diesen Bäumen. Da, guck mal da stehen so ein paar sehr, sehr alte Bäume. Guckt euch mal an, wie alt dieser Baum da ist. Ja, was auch auffällt, hier standen früher wohl noch mehrere Birken entlang des Weges. Das ist heute definitiv nicht mehr so und das hat auch nichts mit der Perspektive zu tun. Auch da hinten, da geht auch nochmal so ein Weg. Also ihr könnt praktisch das Schloss einmal komplett umrunden hier durch so einen Wald. Aber es ist ganz egal, was für eine Perspektive wir hier einnehmen. Auch da hinten sehe ich jetzt bis auf diese einsame da hinten. Ist das eine Birke? Das könnte sogar sein. Keine Birken. Ja, und der Weg sieht auch tatsächlich deutlich breiter hier aus. Kann das sein? Dass der früher einfach deutlich schmaler war? Und natürlich ist auch irgendwo hier an dieser Stelle dann die nächtliche Verfolgungsjagd entstanden, wo Aschenbrödel dem Prinzen davonreitet. Schaut mal hier. Könnte hier von hier gefilmt worden sein, ne? Genau, und dann kommt Aschenbrödel schließlich an ihrem
eigenen Schloss an, beziehungsweise an der Burg der Stiefmutter. Und hier wird's interessant. Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, im Film sieht das so aus, als würde Aschenbrödel einfach von dem einen Schloss zum anderen Schloss rüberreiten und der Prinz reitet hinterher und in ein paar Minuten sind sie da. In Wirklichkeit ist das nicht möglich, denn der andere Drehort befindet sich nicht hier in der Nähe von Dresden. Er befindet sich nicht mal ansatzweise in der Nähe von Dresden, sondern in Tschechien. Und ja, genau da fahren wir jetzt hin. So dunkel. Ich habe noch nie so einen schwarzen Himmel gesehen. Alter. Na gut. Sicher ist sicher. Leute, ich bin in der absoluten Walachei angekommen. Also das habe ich wirklich lange nicht gesehen, sowas. Es ist wahnsinnig dunkel hier, nur dunkle Wälder. Man sieht wirklich die Hand vor Augen nicht. Und ja, ich habe mich jetzt hier in so einem kleinen Bauernhof eingemietet, der ebenfalls sehr schwer zu finden war. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Eines weiß ich aber, ganz in der Nähe von diesem Ort hier ist die Burg Schwiehau oder auch Schwiehoff. Und das ist die Burg der bösen Stiefmutter aus Aschenbrödel und auch der Ort, wo Aschenbrödel halt selbst wohnt. Und ich würde sagen, die gucken wir uns an, aber ich glaube, vorher gehen wir erstmal eine Runde pennen, oder? Bis morgen. So, und da sind wir auch schon. Auf und sogar in der Burg Schwiehoff. Hier. Kennt ihr die beiden Dudes da hinter mir? Ja, tatsächlich gibt es hier auch auf der Burg eine kleine Aschenbrödel-Ausstellung. Und kleiner Wehmutstropfen, sie hat leider nicht in den Wintermonaten geöffnet, genauso wie auch das Schloss. Also wenn ihr euch das angucken wollt, dann tut es im Sommer. Ich bin hier heute mehr oder weniger exclusive reingekommen. Ja, aber wir können doch mal gucken, was uns da erwartet, oder? Auf geht's. Ähnlich wie im Schloss Moritzburg kann man auch hier originale Requisiten aus dem Film bestaunen. Dazu gehören diverse Kostüme, aber auch Gegenstände, die im Film damals zu sehen waren. Und besonders interessant für uns, hier sind auch historische Bilder ausgestellt, die damals bei der Produktion entstanden sind. Da kann man dann sehen, wie dieser Film damals eigentlich gedreht worden ist. So viel zur Ausstellung. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier auf dem Gelände die Drehorte wiederfinden. Und, eieiei, wer steht denn da auf dem Balkon und guckt mürrisch? Ist das wohl die Stiefmutter? Ja, gucken wir doch mal, ob wir die Drehorte finden. Ja, zugegeben, ich habe mich gerade tatsächlich kurzzeitig gefragt, ob ich hier überhaupt richtig bin. Denn guckt euch mal dieses Areal hier an. Das sieht wirklich komplett anders aus, als das im Film der Fall ist. Gut, es ist fast 50 Jahre später, klar, sieht immer ein bisschen anders aus, aber es wird wirklich noch deutlicher, wenn wir mal versuchen, die Drehorte zu rekonstruieren. Denn diese Szene hier, die kennt ihr alle aus dem Film, auch wenn es auf Anhieb nicht so aussieht.
Es ist nämlich diese hier. Eine der allerersten Anfangsszenen, wo die Stiefmutter und ihre schreckliche Tochter oben auf diesem Balkon stehen, rechts daneben noch so eine Magd, ja, und dann anfangen, völlig übersteuert nach unten zu keifen. Genau, und tatsächlich ist diese Szene hier entstanden. Wir gehen mal ein ganz kleines bisschen näher ran. Dieser Balkon, den man auf der Szene aus dem Film sieht, der ist in Wirklichkeit nie da gewesen. Das ist eine Kulisse, die hat man da hingebaut, genau, um einfach diese Szene filmen zu können. Also dieser Balkon ist nicht originalgetreu, den hat es auch früher nicht gegeben auf dieser Burg. Den hat man für den Film da hingebaut. Genau, aber wir sehen definitiv, auch die Fassade hat sich durchaus in den vergangenen Jahrzehnten ein kleines bisschen verändert. Allen voran, dass keine Fenster mehr da sind. Schaut mal hier rechts, da ist auf jeden Fall noch so ein Fenster mit so einem Gitter davor. Ist es das wohl gewesen? Ich weiß es nicht. Es ist ganz schwierig, das zu vergleichen. Ich vermute es aber. Ich vermute, dass das Fenster gewesen ist. Und hier rechts oben die Tür, wo die rauskommen, ist eigentlich gar keine Tür gewesen, sondern irgendwie hier das Fenster. Ja, es klingt alles wahnsinnig verrückt, weil das überhaupt nicht so aussieht. Aber ich ich berufe mich hier tatsächlich auf Informationen der Burg selbst. Es gibt so ein Gästeführer-Video, wo die dann auch tatsächlich hier vor dieser Mauer stehen und sagen, pass auf, hier ist das gefilmt worden und hier haben die oben den Balkon dann gebaut. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. So, hier beim Gegenschuss kommen wir unserer Sache schon ein kleines bisschen näher. Guckt euch das mal an. Hier. Inzwischen alles wahnsinnig toll gestrichen, aber hier sieht man relativ gut, dass das definitiv hier gedreht worden ist oder an dieser Fassade. Ne? Es gibt hier mehrere Türen, immer mit so Fenstern dazwischen, aber diese Tür hat so einen Knick nach links. Und wenn hier nicht dieser Weihnachtsbaum davor stehen würde, ich glaube, dann würde man da auch diesen Knick sehen. Deswegen glaube ich ganz stark, dass das hier gedreht worden ist. Es hat natürlich alles heute einen viel, viel schöneren, moderneren Anstrich. Das hat es damals alles nicht gegeben. Es stand eine Bank davor, die ist heute auch nicht mehr da. Und irgendwie so ein Wasserfass. Und natürlich war der gesamte Boden, schaut euch das mal an, entweder so aus Schotter oder irgendwie sowas. Und dieses weiße Zeug, was da ist entweder tatsächlich Schnee oder hier hat man wieder mit diesem Fischmehl gearbeitet. Der große Mythos Fischmehl. Um es wie Schnee aussehen zu lassen. Das kann natürlich auch sein. Heute, schaut mal hier, wunderschöner Rasen. Hier ist nichts mehr mit Schotter und Matsch und so. Nee. Heute sieht hier alles schön modern und gepflegt aus. Hier sehen wir Aschenbrödel, wie sie an der Tür fegen muss. Das wird ziemlich sicher hier gedreht worden sein. Ja, was man in vielen Einstellungen dieses Films auch immer wieder sieht, ist dieser Taubenschlag. Das wird eine Kulisse gewesen sein, denn schaut euch mal hier um. Hier ist nirgendwo so ein Taubenschlag zu sehen. Vielleicht war er auch wirklich damals da. Man weiß es nicht ganz genau. Definitiv aber hat man das hier für Besucher einmal nachgebaut. Schaut mal da. Da sind die Täubchen. Sieht ein bisschen anders aus als im Film. Ne? Da. Und hier, schaut mal, da hat man auch die Balkonszene nochmal nachgebaut mit der Stiefmutter und ihrer furchtbaren Tochter. Hier auch, er hier. Genau, aber das ist natürlich hier nicht originalgetreu entstanden. Das war nicht vor so einem Tor, sondern wie gesagt dort hinten. Hier haben wir wieder die unerträgliche Stiefmutter, wie sie gerade so einen Diener anranzt. Höchstwahrscheinlich hier gefilmt. Hier, diese Türen sehen auch heute noch einigermaßen so aus, wie sie damals ausgesehen haben. Hier rechts hinter der Tochter ist auch leicht so ein Fenster zu erkennen. Das könnte dann wohl dieses hier gewesen sein. Genau. Heute übrigens eine Toilette. Seht ihr das? So, der Prinz kütt und Stiefmutter und Tochter sind ganz aufgeregt. Auch das wurde irgendwo hier vor dieser Häuserfront gefilmt. Man sieht auch hier, da waren damals auch schon so Gitter in den Fenstern drin. Ne? Das haben sie übrigens heute so gelassen. Das sind alles vergitterte Fenster. Ja, eine Szene, die ich leider überhaupt nicht rausfinden kann, so leid es mir tut, ist diese hier. Der Prinz guckt vom Tor aus in diese Richtung und erblickt dann ganz am Ende des Films Aschenbrödel, wie sie langsam auf ihn zureitet und ihn anlächelt. Wie romantisch.
Müsste rein der Logik nach eigentlich hier gedreht worden sein. Kann aber eigentlich nicht sein, weil guckt euch mal diese Tore hier an. Da sind so runde Tore. Und da hinten ist auch nochmal irgendwie so ein rundes Tor. Es ist ein Baum zu sehen. Hier ist ein Baum zu sehen. Das muss jetzt nichts heißen. Wahrscheinlich ist das nicht derselbe Baum wie damals vor 50 Jahren. Aber rein logisch könnte das von hier gefilmt worden sein. Aber diese Tore hier alle, ja, die sind nicht rund. Die sind so eckig. Naja, guck mal dieses Foto hier an. Das ist so ein Gebäude, das hat so Streifen. Also, was heißt Streifen? Es sind keine Streifen, es sind Löcher. Guckt mal hier. Das wird dieses Gebäude gewesen sein. Guck mal. Das hat hier auch. Das hat so Löcher in den Mauern. Warum auch immer. Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Keine Ahnung. Ja, aber das wird das Gebäude gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nur die Tore, die hat man dann irgendwann mal ganz anders gemacht. Es ist ein bisschen verwirrend, aber diese länglichen Löcher in diesem Gebäude, die weisen auf jeden Fall darauf hin, dass das hier gedreht worden ist. Und jetzt kommt eine Szene, die alles endgültig noch viel verwirrender macht als ohnehin schon. Und zwar das hier. Guckt euch das mal an. Das ist eigentlich das Burgtor der Burg Schwiehof. Allerdings sieht das hier ein ganz kleines bisschen anders aus. Guck mal hier. Eigentlich wäre auf dieser Seite hier eine Mauer, ein Gebäude, irgendwas in der Art. Ist aber nicht. Da ist jetzt einfach nur noch ein Zaun. Naja, und mal ganz abgesehen davon, hier oben hat das Ding ein Dach und hier oben hier in der Realität hat es keines mehr. Was ist hier in den letzten 50 Jahren passiert? Das kann ja eigentlich nicht sein. Guck mal hier sieht man Reste dieser Mauer. Ja, guck doch mal diese Mauer an, die ist auf jeden Fall neu. Die ist nicht originalgetreu. Da hat man irgendwas gemacht in den letzten 50 Jahren. Ich habe ja tatsächlich auch gerade schon mal mit einer Mitarbeiterin gesprochen von dieser Burg hier und sie wusste das auch nicht so ganz genau. Sie sagte, das ist irgendwie weg. Aber es ist nicht so ganz klar, warum und was man hier gemacht hat. Leute, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Leute, ich weiß, was hier passiert ist. Guckt mal hier. Aus dieser Szene sehen wir diesen Torbogen ganz eindeutig. Der Prinz, er hat ja das Burgtor aufgebrochen. Vielleicht ist es auch deshalb kaputt gegangen und musste abgerissen werden. Wer weiß das schon. Aber er steht auf jeden Fall vor diesem runden Element dieses Schlosses. Und ich vermute ganz stark, dass diese Mauer, dieses Burgtor, gar nicht dieses gewesen ist, sondern dass hier eins gestanden hat. Guckt mal. Da geht so eine Wand geht von diesem Gebäude ab nach links. Und das ist wahrscheinlich genau da gewesen, wo jetzt hier unser Gartenzäunchen zu sehen ist. So, mit einem Mythos würde ich ganz gerne noch aufräumen, der diese Burg hier betrifft. Und zwar sieht es im Film ja so aus, als würde die irgendwo mitten in der Prärie liegen. Also mitten in der Natur, abseits jeder Zivilisation. Dem ist nicht so. Schaut mal da. Direkt an der Burg dran liegt das gleichnamige Dorf Schwiehof. Und dementsprechend liegt diese Burg eben nicht irgendwo mitten im Nirgendwo, sondern tatsächlich einfach an einem Dorf dran. Drumherum ist aber viel schöne Natur. Und eine Szene, die häufiger gezeigt wird, die macht auch durchaus Sinn. Und zwar ist das diese Szene, wo Aschenbrödel und auch der Prinz immer wieder so einen Berg runterreiten zur Burg hin quasi. Und das kann durchaus sein, dass das hier irgendwo gedreht worden ist. Hier hinten sehen wir so Abhänge. Oben Wälder. Unten Abhänge und ich vermute ganz stark, dass tatsächlich das von irgendwo da gefilmt worden ist, dass da die Reiter dann runtergeritten sind, diesen Berg runter und dass man dann hier die Burg tatsächlich im Hintergrund hatte. Möglich wäre es auch von dieser Seite da hinten ist auch ein großer Berg zu sehen. Könnte sein, dass es auch von da gefilmt worden ist. Und das muss ein Mysterium bleiben, weil ich werde jetzt hier nicht jeden Berg in dieser Umgebung hochlaufen, um die perfekte Szene zu finden. Das müsst ihr dann schon selber machen. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Und wo wir gerade von
Bergen und Wäldern sprechen. Eine Sache sollte natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt natürlich auch noch einen dritten bekannten Drehort von Aschenbrödel. Und das ist dieser Wald, wo sich diverse Szenen abspielen. Zum Beispiel, wo sich Aschenbrödel als Jäger verkleidet und den Prinzen veräppelt und solche Sachen. All das ist gedreht worden im Böhmerwald. Das ist ein Waldgebiet an der tschechisch-bayerischen Grenze. Und rein theoretisch könnten wir da auch hinfahren. Das ist nicht so weit weg von hier. Problem ist allerdings, es ist überhaupt nicht bekannt, wo diese ganzen Szenen gedreht worden sind. Es ist nicht bekannt, wo dieser Bach liegt und so weiter und so fort. Daher müssen wir da heute leider passen. Ich habe leider keine Infos dazu gefunden, aber ich habe ja eine sehr schlaue Community. Und wenn irgendjemand von euch vielleicht in der Gegend dort wohnt und weiß, wo sich diese Szenen befinden, unten in den Kommentaren ist Platz für eure Hinweise und eure Tipps. Und vielleicht machen wir dann auch nochmal eine zweite Drehorttour zu diesem bekannten Film. Für heute allerdings war es das jetzt erstmal. Das war's von meiner Filmsafari zu 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen auf Weihnachten eingestimmt. Und wenn nicht, dann guckt es einfach nochmal 700 Mal im Fernsehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, denn all das kostet hier natürlich Geld, was ich hier mache, dann gibt es unten in der Videobeschreibung auch einen Patreon-Link. Und ja, für heute war es das erstmal. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Reise.